Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute mit dem Thema Javier Milei, was Sie noch nicht wissen. Der argentinische Präsident gilt in den deutschen Medien neben Trump und Putin als Feindbild, entspricht er doch so gar nicht dem links-woken Polit- und Mediennarrativ. Tatsächlich ist seine Person aber zwiespältig für mich. Es gibt Licht- und Schattenseiten, die ich heute präsentieren möchte. Milley selbst beschreibt sich als Anarchokapitalisten. In der hiesigen Berichterstattung wird er häufig als ultraliberal, als ultrakonservativ oder rechtsliberal, rechtslibertär dargestellt. Was ist richtig, was ist falsch? Bei meinem letzten Besuch in Argentinien, der noch nicht lange her ist, habe ich die Menschen befragt und habe ein ebenso zwiespältiges Urteil von den Menschen erhalten. Die einen loben ihn, die anderen verteufeln ihn. Zunächst mal eine Kurzbiografie über den Präsidenten. Javier Gerardo Milei wurde am 22. Oktober 1970 in Buenos Aires geboren. Er ist Ökonom, Publizist und Politiker, der international vor allem durch seine unkonventionellen Auftritte, wir erinnern uns an die Kettensäge, und seine radikale Wirtschaftsideologie bekannt wurde. Seit dem 10. Dezember 2023 ist er der Präsident Argentiniens. Milei, der aus dem Stadtteil Palermo stammt, also nicht zu verwechseln mit der Stadt in Sizilien, sondern es ist ein Stadtteil von Buenos Aires. Er studierte Wirtschaftswissenschaften und arbeitete viele Jahre als Finanzberater, Dozent und Medienkommentator. In Talkshows und Kolumnen profilierte er sich als scharfer Kritiker des argentinischen Staatsmodells, insbesondere der hohen Staatsausgaben, der Inflation und der politischen Klasse, die er wiederholt als Kaste bezeichnete. Ideologisch orientiert sich Milei an der österreichischen Schule der Nationalökonomie sowie am Anarchokapitalismus. Politisch wird er in internationalen Medien häufig als ultralibertär und rechtspopulistisch eingeordnet, so wie ich das bereits gesagt habe. Er ist Gründer und Vorsitzender der Parteienkoalition La Libertad Avanza, die sich selbst als libertär, konservativ und systemkritisch versteht. Sein Wahlkampf 2023, geprägt von markigen Botschaften, der Forderung nach einer radikalen Staatsverschlankung und der Dollarisierung der Wirtschaft, verhalf ihm schließlich zum Sieg bei der Präsidentschaftswahl. Heute steht Milei im Zentrum eines tiefgreifenden politischen und wirtschaftlichen Umbruchs in Argentinien, dessen Auswirkungen national wie international mit großem Interesse beobachtet werden. Ich habe festgestellt in Argentinien, dass die Preise im Verhältnis zu anderen Staaten sehr, sehr hoch geworden sind. Privates zu Milei. Sein Vater, ein Busfahrer und späterer Transportunternehmer, schlug ihn als Kind häufig brutal mit einem Gürtel. Milei spielte 1989 als Torwart in den unteren Mannschaften des Fußballvereins Chacarita Juniors. Dort erhielt er den Spitznamen El Loco, der Verrückte, der ihm bis heute noch nachhängt. Ein anderer Spitzname lautete wegen seiner permanent ungekämmten Frisur La Peluca, die Perücke. Milei ist unverheiratet und kinderlos. Er ließ seinen verstorbenen Hund Conan für 50.000 US-Dollar viermal klonen. Am 13. Dezember 2024 verlieh ihm die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni während eines Besuchs in Rom die italienische Staatsbürgerschaft. Milei dürfte also einer der wenigen Staatspräsidenten sein, der auch noch eine andere Staatsbürgerschaft besitzt als die seines eigenen Landes.
Das Verhältnis zu Israel habe ich mir auch mal angeschaut. Milei beschreibt sich selbst als Katholik, stellt allerdings die Autorität der römisch-katholischen Kirche in Frage, was eigentlich eine Ketzerei ist in südamerikanischen Ländern, wenn man sich hier auskennt. Zugleich bezeichnet er sich als philosemitisch und gibt an, derzeit von einem Rabbiner in der Tora unterrichtet zu werden. In einem Interview mit der spanischen Tageszeitung El País erklärte er zudem, dass er einen Übertritt zum Judentum in Erwägung ziehe. Milei wurde 2024 zum Botschafter des Lichts der Synagoge des Schul, der Schabbat, in den Vereinigten Staaten für die Unterstützung, die er als Israel während des Krieges gegen die Hamas zukommen ließ. 2025 erhielt Milei den Genesis-Preis in Anerkennung seiner Unterstützung Israels während der stärker werdenden internationalen Isolation Israels. Berufliches. Milei hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und sogar 2 Masterabschlüsse. Er arbeitet zunächst als Chefsvolkswirt bei Maxima AFJP, einer privaten Rentenversicherungsgesellschaft, dann bei Estudio Broda, einem Finanzberatungsunternehmen, und wurde dann Regierungsberater beim Internationalen Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten. Milei schrieb außerdem mehrere Bücher über Ökonomie und Politik. Er arbeitet zudem als Wirtschaftswissenschaftler bei HSBC und als Titularprofessor an der Universidad de Belgrano und der Universidad Argentina de la Empresa. Milei wurde letztlich von seinen universitären Aufgaben wegen seinem instabilen Temperament und seiner Neigung, Studenten herabzusetzen, entbunden. Er arbeitete dann für den armenischstämmigen Eduardo Eurnekian, einen der reichsten Unternehmer in Argentinien. Mit Eurnekians Unterstützung schaffte Milei dann auch den Sprung in die Politik. Nachdem Milei durch die Stichwahl gegen Wirtschaftsminister Sergio Massa mit 55% gewonnen hatte, wurde er am 10. Dezember 2023 als neuer argentinischer Präsident vereidigt. Als eine der ersten Amtshandlungen reduzierte er die Anzahl der Ministerien von 18 auf 9 und ernannte seine Schwester Karina zur Generalsekretärin des Präsidenten mit dem Rang einer Ministerin. Dazu nahm er ein Gesetz zurück, das verbot, dass direkte Verwandte als Minister berufen werden können, also Vetternwirtschaft. Innenpolitik. Ich habe hier mal ein paar Auszüge seiner Reformvorhaben. Abwertung des Pesos gegenüber dem Dollar vom Kurs 391:1 auf 800:1. Deutliche Kürzungen der staatlichen Ausgaben und Subventionen. Auflösung von über 100 staatlichen Behörden. Erhöhung von sozialen Leistungen für bedürftige Familien mit Kindern. Umfangreiche Privatisierungen staatlicher Unternehmen. Beschränkungen der Versammlungsfreiheit. Bisher knapp 70.000 Entlassungen aus dem öffentlichen Dienst. Sozialhilfeentzug für Straßenblockierer. Haftstrafen von 2 bis 5 Jahren für Organisatoren von Straßenblockaden. Per Dekret, also ohne Zustimmung des Parlaments, ermöglichte die Regierung Festnahmen, Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmungen von Smartphones ohne richterlichen Beschluss. Dies wurde später teilweise wieder zurückgenommen bzw. entschärft. Kürzungen des Budgets öffentlicher Universitäten um 71%, Kürzungen der Staatsausgaben um 27%, Senkung der Inflation von 211% auf rund 40%. Senkung der Armutsquote von 41,7% auf 38%. Abschottung der Einwanderung aus nördlichen Nachbarländern. Straffällige Ausländer sollen sofort abgeschoben werden. Außenpolitik. Auch in der Außenpolitik setzte Milei neue Maßstäbe. Absage des BRICS-Beitritts, da Milei die USA und Israel als engste strategische Partner betrachtet. Austritt aus der WHO. Milei unterstützt die Ukraine und Israel fast vorbehaltslos. Ich habe auch Kurioses gefunden über Milei. So, im Mai 2024 nannte er die Frau des Ministerpräsidenten Pedro Sánchez
des spanischen Ministerpräsidenten, als korrupt, was zu einer Welle der Empörung führte. Im Februar 2025 sprach Milei auf X für die Kryptowährung Libra aus, zog diese später zurück, diese Aussage. Doch durch seine Empfehlung stieg der Kurs zeitweilig stark an und stürzte dann brutal ab. Anleger verloren rund 100 Millionen US-Dollar. Anwälte reichten eine Betrugsklage gegen Milei ein. Auch Umstrittenes habe ich gefunden. Milei lehnt die Einführung neuer Steuern ab. Er setzt sich für die Abschaffung der Zentralbank und die Aufhebung der Kapitalverkehrskontrollen ein. Er befürwortet die Legalisierung von Drogen, die Liberalisierung des Organhandels und des Waffenbesitzes. Milei spricht sich für gleichgeschlechtliche Ehe und freie Liebe aus, aber auch für ein striktes Abtreibungsverbot, auch nach Vergewaltigungen. Er ist gegen Sexualerziehung an Schulen und gegen Sterbehilfe. Milei befürwortet eine Nulltoleranzpolitik gegenüber Kriminellen. Den menschengemachten Klimawandel bezeichnet er als Lüge des Sozialismus. Milei war aber auch schon Redner auf dem Weltwirtschaftsforum WEF. Wir erkennen also die vielen teils sich widersprechenden Positionen des argentinischen Präsidenten. Für mich ist er ein Chamäleon, nicht richtig einzuordnen. Bei meinem letzten Besuch in Argentinien, ich habe schon angedeutet, habe ich die Menschen nach ihrer Einschätzung gefragt. Sie waren genauso hin und her gerissen wie ich. Man weiß also nicht genau, was hinter diesem Mann steckt. Ich möchte noch auf 2 meiner neuen Bücher aufmerksam machen. Einmal auf das Buch Staatsgeheimnis NGO-Finanzierung. In diesem Buch habt ihr Listen, wo euer Steuergeld hingeht. Es sind alle NGOs aufgeführt, die Steuergeld bekommen und wie viel Millionen. Mein anderes Buch heißt Deutschland muss vernichtet werden. Völkermord, Vertreibung und Zersetzung des deutschen Volkes. 1914 bis heute. Ihr seht hier Angela Merkel auf dem Titelbild. Sie ist nicht umsonst auf dem Titelbild. Dieses Buch ist ein Andenken an unsere deutschen Toten, die von den alliierten Massenmördern umgebracht worden sind. Wenn ihr an diesem Gedenken teilhaben wollt, erworbt euch dieses Buch. Vielleicht könnt ihr es den Überlebenden ja noch schenken. Noch eine Bitte. Abonniert mich auf Telegram, weil ich möchte früher oder später von YouTube weg. Der Link ist unten angegeben, genauso wie alle Links zu den Büchern und weiteren Informationen. Ihr könnt auch meinen Newsletter, der ist kostenlos, auf www.michaelgrant.de abonnieren. Jede Woche ein neues Thema. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Michael Grant.